So, den nächsten Vortragenden sehen wir auch schon. Der nächste Vortragende ist Herr Professor Daniel Kotz. Er wurde heute auch schon mehrmals erwähnt. Wir haben ihn eingeladen, da wir seine Arbeit sehr schätzen und auch oft Daten aus der DEBRA-Studie heranziehen. Professor Kotz ist Professor für Suchtforschung und klinische Epidemiologie am Institut für Allgemeinmedizin am Zentrum für Gesundheit und Gesellschaft an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er wurde als Gesundheitswissenschaftler und Epidemiologe ausgebildet. Seine Forschungsschwerpunkte sind Tabakabhängigkeit, dabei auch der Konsum von Tabak und alternativen Nikotinabgabesystemen in der Bevölkerung. Er interessiert sich auch für Vorhersagemodelle von COPD und klinische Epidemiologie. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, erstmal schöne Grüße aus dem wie immer sonnigen Rheinland nach Berlin. Natürlich wäre ich gerne vor Ort, aber es hat leider terminlich nicht geklappt. Und ich freue mich aber sehr, eingeladen worden zu sein und Ihnen heute etwas erzählen zu dürfen. Nur zu einem kleinen Teil der Diskussion. Also es ist ja ein unheimlich spannendes Symposium, was sehr viele Aspekte rund um die E-Zigarette abbildet. Aber ich werde mich jetzt beschränken nur auf wirklich den Aspekt und die Frage, ob E-Zigaretten dabei helfen können, mit dem Tabakrauch aufzuhören. Und das will ich dann anhand aktueller Ergebnisse aus der DEBRA-Studie darstellen. Ich habe jetzt weitergeklickt, bei mir hängt die Folie noch. Ja, okay, jetzt ein bisschen Verzögerung. Okay. Also Interessenskonflikte habe ich keine zu berichten. Ja, wenn man sich dem Thema widmet, ich warte kurz, bis es bei mir weitergeht mit der Folie. Ja, dann muss man erstmal gucken, wie die Lage in Deutschland derzeit ist, was das Tabakrauchen anbelangt. Es wird nämlich noch vergleichsweise sehr viel geraucht in Deutschland. Die Rauchstoppmotivation und die Versuche, mit dem Rauchen aufzuhören, die sind insgesamt niedrig und in den letzten Jahren sogar noch abnehmend. Und evidenzbasierte Rauchstoppmethoden, die werden kaum benutzt. Ich warte auf die nächste Folie. Da kommt sie. Um das zu untermauern mit ein paar Daten der DEBRA-Studie. Hier oben ein QR-Code. Dort können Sie zur Studienwebseite kommen und noch etwas mehr über die Studie erfahren. Unten ein Zeitstrahl der letzten 5 Jahre. Und wir sehen hier den Anteil der Raucherinnen und Raucher in Deutschland. Und wir sehen, dass das relativ konstant ist in den letzten Jahren. Vielleicht sogar im letzten Jahr 2021 haben wir sogar einen eventuell leichten Anstieg zu verzeichnen gehabt bei der Tabakrauchprävalenz. Und ich sagte auch, es ist relativ hoch, es wird relativ viel geraucht und sehen kann man das vor allen Dingen, wenn man diesen Zeitstrahl vergleicht mit Daten aus England. Das ist die nächste Folie, auf die ich mal kurz warte. Da ist sie. Oben der Zeitstrahl, den ich Ihnen gerade gezeigt habe. Unten ist das jetzt parallel die gleiche Zeitspanne. Das sind Daten der Smoking Too Fit Study aus England, die exakt die gleiche Methodik hat wie unsere Studie. Deswegen kann man die Daten sehr gut vergleichen. Und wir sehen in England einen kontinuierlichen Rückgang der Tabakrauchprävalenz im Lande, sogar auch in dem Zeitraum, den ich Ihnen gerade gezeigt habe mit den DEBRA-Daten. Und aktuell auch in England nur halb so viel der Bevölkerung wie in Deutschland, nur 15% gegenüber 30% bei uns in Deutschland. Also es wird noch relativ viel geraucht. Nächste Folie bitte. Ja, hier der gleiche Zeitstrahl der letzten 5 Jahre der Daten der DEBRA-Studie und Sie sehen die blaue Linie, das ist die Motivationsrate, um mit dem Rauchen aufzuhören. Die orangefarbene Linie sind die Rauchstoppversuche und wir sehen, dass zunächst die Motivation wird auf der linken Y-Achse abgetragen von 1 bis 7, dass die Motivation mit dem Rauchen aufzuhören insgesamt unheimlich niedrig ist bei den Raucherinnen und Rauchern in Deutschland. Und zwar liegt die bei einem Wert von 2 auf einer Skala von 1 bis 7. Die meisten Raucherinnen geben an, ich möchte eigentlich gar nicht mit dem Rauchen aufhören. Und die Motivation ist sogar leicht rückläufig. Das Gleiche zeichnet sich auch mit tatsächlich durchgeführten Rauchstoppversuchen ab. Dort fällt die Rate und die liegt zuletzt bei unter 20%, noch bei knapp 12 bis 15%. Nächste Folie bitte. Und der dritte Punkt, den ich genannt hatte, die Nutzung von Rauchstoppmethoden. Es gibt
sehr gute Methoden, mit dem Rauchen aufzuhören, gerade von Herrn Rüder schon genannt. In der S3-Leitlinie wären diese aufgeführt. Nur das Problem ist, dass nur ein sehr kleiner Teil der Personen, die dann einen Rauchstoppversuch unternehmen, diese Methoden auch tatsächlich nutzen. Also hier sehen Sie auf der linken Seite die verschiedenen Methoden, evidenzbasierten Methoden, die empfohlen werden. Und das liegt in einem sehr geringen Prozentteil, dass davon überhaupt eigentlich zum Einsatz kommt. Am häufigsten genutzt wird allerdings die E-Zigarette von Raucherinnen und Rauchern in Deutschland. Und einmal eins weiterklicken, dann müsste sich eigentlich eine Animation öffnen. Die wird zusammengenommen von 9,1% bei der Raucherinnen und Raucher bei Rauchstoppversuchen angewandt. Das ist die am häufigsten genutzte einzelne Rauchstoppmethode in Deutschland. Wie sieht es denn aus? Warum die E-Zigarette als Rauchstoppmethode? Also es wurde schon viel darüber gesprochen heute, deswegen fasse ich es nur ganz kurz zusammen. Erstmal geht es um den Wirkmechanismus. Der ist im Grunde genommen ähnlich wie bei einer Nikotinersatztherapie, nämlich es geht um die Substitution von Nikotin. Und das führt dann zu einer Reduktion von Entzugssymptomen, die bei einem Rauchstoppversuch auftreten. Dazu spielen aber auch noch Aspekte eine Rolle, die mit dem Ersatz der Tabakzigarette zu tun haben. Nämlich die E-Zigarette hat bestimmte haptische und sensorische Aspekte und auch rituelle und soziale Aspekte, die eine Rolle spielen und die insgesamt dazu führen, dass die E-Zigarette sehr beliebt ist bei Raucherinnen und Rauchern, um weniger zu rauchen oder um mit dem Rauchen aufzuhören. Und das hat als positiven Effekt einerseits, dass dieses Mittel viel häufiger genutzt wird als andere Methoden, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und ein weiterer Aspekt ist im Grunde genommen die Adhärenz, dass eigentlich das Problem, was wir oft haben bei Nikotinersatztherapie und bei anderen Therapien, ist, dass die nicht lange genug genutzt werden, um wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Das ist bei der E-Zigarette anders, weil die Beliebtheit naturgemäß so groß ist unter den Raucherinnen, ist die Adhärenz auch groß. Die wird also auch relativ lange, vielleicht zu lange, können wir darüber diskutieren, eingesetzt, um mit dem Tabakrauchen aufzuhören. Wie sieht es aus mit den klinischen Studien? Der Cochrane Review wurde heute schon einige Male zitiert. In unterschiedlichen Aktualitätsversionen, glaube ich. Ich meine, dass ich jetzt die aktuellste Version hier habe. Da sind nämlich mittlerweile schon 61 Interventionsstudien drin und über 16.000 Teilnehmerinnen. Also gar nicht mal so wenig Studien, die durchgeführt wurden zur E-Zigarette und immerhin 34 randomisierte, kontrollierte Studien. Was zeigen die Studien? Also erstmal der Vergleich E-Zigarette mit Nikotin, also nikotinhaltige E-Zigarette gegenüber Nikotinersatztherapie. Dort wird eine höhere Abstinenzrate erreicht, mit einem relativen Risiko von 1,53. Und die Cochrane-Gruppe schätzt den Grad der Evidenz anhand von dieser Grade-Einteilung, den einige von Ihnen vielleicht kennen, als moderat ein. Das heißt, es gibt schon eine ganz gute Evidenz, aber man kann davon ausgehen, dass weitere Studien, die kommen, den Effektschätzer noch beeinflussen können. Nebenwirkungen, Adverse Events, das sind also alle Dinge, die passieren können im Rahmen einer Therapie. Dort gab es keinen Unterschied zwischen der E-Zigarette und Nikotinersatztherapie, wobei da die Evidenzlage noch ein bisschen niedriger ist. In beiden Fällen hat das damit zu tun, dass es insgesamt noch nicht so wahnsinnig viele Studien gibt, dass die Effektschätzer etwas ungenau sind. Als nächstes müsste sich aufbauen die E-Zigarette mit Nikotin versus E-Zigarette ohne Nikotin. Es gibt nämlich auch Menschen, die E-Zigarette zum Rauchstopp einsetzen und Liquids enthalten kein Nikotin. Dort auch ein relativ starker Effekt, ungefähr eine Verdopplung der Abstinenzrate, relatives Risiko von 1,94 mit moderater Evidenz und auch hier kein wesentlicher Unterschied in Nebenwirkungen in Adverse Events. Und der letzte Vergleich, der wichtig ist im Cochrane Review, ist die E-Zigarette mit Nikotin versus einer Verhaltenstherapie, irgendeiner Form von Beratung oder keiner Unterstützung. Dort der stärkste Effekt mit einem relativen Risiko von 2,61, also eine bis Verdreifachung der Erfolgschance eines Rauchstoppversuchs. Allerdings hier die Evidenzlage sehr niedrig
und auch was die Nebenwirkungen anbelangt niedrig, weil es einfach sehr wenig Studien dazu gibt. So, das ist, was die klinischen Studien hergeben, die in dem Cochrane Review sehr gut zusammengefasst sind. Und jetzt kommt als nächstes die Frage, welche Rolle spielen die E-Zigaretten denn in Deutschland, um mit dem Tabakrauchen aufzuhören? Es gibt keine klinischen Studien aus Deutschland, auch keine, soweit ich weiß, großen observationellen Studien bislang. Es ist aber interessant, sich das in diesem nationalen Kontext in Deutschland nochmal anzugucken, weil wir insgesamt eine Situation haben in Deutschland, dass wir relativ schwache Tabakkontrollmaßnahmen haben. Also unser Land Deutschland unterscheidet sich da ganz wesentlich von England zum Beispiel, wo einige E-Zigarettenstudien durchgeführt wurden. Die E-Zigarette hat oft ein negatives Image in den Medien, dass die auf eine Art und Weise dargestellt wird, dass sie gefährlich ist, explodiert und solche Dinge macht. Und die negativen Nachrichten gefühlt, würde ich mal sagen, habe ich jetzt keine Evidenz, überwiegen manchmal ein bisschen gegenüber den positiven Nachrichten. Es gibt insgesamt eine ablehnende Haltung vieler medizinischer Fachgesellschaften, die Statements dazu veröffentlichen. Und insgesamt gibt es einfach keine öffentliche Aufklärung, evidenzbasiert über Chancen und Risiken der E-Zigarette beim Rauchstopp sowie die adäquate Anwendung dabei. Also wie soll ich das einfach anwenden? Das erfahren die Leute nur von anderen, die es gemacht haben mit der E-Zigarette, von irgendwelchen Tutorials auf YouTube, glaube ich, oder wenn man in einen Vape-Shop reingeht. Ich weiß nicht so genau. Aber eine öffentliche Kampagne, wie es in anderen Ländern gibt, die ist mir soweit nicht bekannt. So, das ist also der Kontext, in dem wir uns bewegen. Und die Frage stellt sich, ob in diesem Kontext die E-Zigarette auch effektiv sein kann beim Aufhören mit dem Tabakrauchen. Ich trinke mal einen Schluck, bis sich bei mir die nächste Folie kommt. Gut, also die Fragestellung war im Rahmen einer repräsentativen Querschnittstudie, der Debra-Studie, die primäre Fragestellung war, unterscheidet sich der Erfolg des Rauchstopps bei Nutzung von E-Zigaretten mit und oder ohne Nikotin, also beides, gegenüber dem Nikotinersatz und gegenüber keiner Unterstützung, also keine evidenzbasierte Rauchstoppmethode. Und der Hauptvergleich deshalb, weil wir darauf die Fallzeitplanung berufen haben, ist im Wesentlichen zwischen den E-Zigaretten und keiner Unterstützung, weil wir da hypothetisch den größten Effekt vermutet haben. Die erste sekundäre Fragestellung war, gibt es einen Unterschied, wenn wir die E-Zigaretten mal aufsplitten, in E-Zigaretten mit Nikotin versus E-Zigaretten ohne Nikotin? Und die zweite sekundäre Fragestellung ist auch schon mal angeklungen bei anderen Rednern. Wie sieht es aus mit der Langzeitnutzung von E-Zigaretten nach dem Rauchstoppversuch? Also das ist ja auch eine Kritik, die oft genannt wird, dass ein gewisser Teil, ein sehr großer Teil der Personen, die E-Zigaretten nutzen zur Tabakentwöhnung, die über Monate, vielleicht über Jahre weiter nutzen und sich damit immer noch einem Gesundheitsrisiko aussetzen. Die allgemeine Methodik der Debra-Studie ist hier kurz dargestellt. Also wir beauftragen ein Marktforschungsinstitut, um die Studie durchzuführen, anhand von Zufallsstichproben der deutschen Bevölkerung. Wir erheben alle 2 Monate eine neue repräsentative Stichprobe für ungefähr 2000 Personen seit Juli 2016. Die werden persönlich, mündlich, computerassistiert an der Haustür befragt. Wir arbeiten mit der Visualisierung durch Bilder von E-Geräten und E-Zigaretten, um zu erklären, um was für Produkte es geht. Und wir haben Begleitdaten, die wir sammeln, Alter, Geschlecht, Bildung, Einkommen, um die Daten besser abzubilden. Jetzt speziell zu dieser Frage der Effektivität der E-Zigarette haben wir, wie wir es sonst auch immer machen bei der Debra-Studie, vorab, also bevor wir uns die Daten überhaupt angeguckt haben, ein sehr detailliertes Studienprotokoll verfasst und ganz detailliert jeden Schritt der Methodik dargelegt, uns also vorher Gedanken gemacht, wie bauen wir die Analyse auf, uns festgelegt, das veröffentlicht im Open Science Framework, kann sich jeder runterladen und haben erst nachdem wir das gemacht haben, uns dem Datensatz gewidmet und die Analysen dann auch exakt so durchgeführt, wie wir sie vorher geplant haben. Also dass wir nicht in die Gefahr kommen, dass wir uns irgendwie durch die Ergebnisse leiten können.
Zur Studienpopulation. Wir haben die ersten 30 Wellen der DEBRA-Studie einfließen lassen in diese jetzige Analyse. Wir haben fast 61.000 Personen im gesamten Bundesgebiet persönlich mündlich interviewt. Davon haben etwas mehr als 18.000 in den letzten 12 Monaten Tabak geraucht. Davon haben etwa 3.000 im letzten Jahr mindestens einen Rauchstoffversuch unternommen. Und zwar mit einer der folgenden Methoden. Ausschließlich E-Zigarette mit und oder Nikotin, das waren 239. Ausschließlich Nikotinersatz auf Rezept oder over the counter, das waren 168. Und die dritte Gruppe, die Vergleichsgruppe, keine evidenzbasierte Unterstützung, also keine ärztliche Kurzberatung, keine einzelne Gruppentherapie, keine telefonische Beratung, Nikotinersatz, Bupropion, Vareniclin, E-Zigarette, alles das war ausgeschlossen. Und das war die größte Gruppe mit 2.333 Personen, die in die Analyse einfließen. Hier eine Übersicht der Studienpopulation. Ich hoffe, dass Sie es einigermaßen sehen können. Bei mir ist es ziemlich verschwommen. Sie sehen also in den mit 3 mittleren Spalten die 3 Vergleichsgruppen, E-Zigarette mit und oder ohne Nikotin, Nikotinersatz und der unassistierte Rauchstoff. Auf der linken Seite, in der linken Spalte, sehen Sie verschiedene Merkmale der Studienpopulation. Und ich will mal 2 wichtige Merkmale herausgreifen. Das sind nämlich Indikatoren der Tabakabhängigkeit. Und zwar sind das validierte Fragen zur Häufigkeit des Verlangens zu rauchen und der Stärke des Verlangens zu rauchen. Und da zeigt sich, nicht ganz überraschend, dass die 2 Gruppen, die also eine E-Zigarette genutzt haben oder Nikotinersatz genutzt haben, dass sie da höhere Werte aufweisen als die Gruppe, die unassistiert versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist ganz wichtig zu wissen. Also bei Selbstselektion von Therapieverfahren unterscheiden sich die Gruppen. Wir haben hier keine randomisierte, kontrollierte Studie. Und das muss man natürlich berücksichtigen in den Analysen. Und logischerweise, die es schwerer haben, mit dem Rauchen aufzuhören, weil sie abhängiger sind vom Tabakrauchen, die wählen also eher eine E-Zigarette mit und oder ohne Nikotin und die wählen eher eine Nikotinersatztherapie als den unassistierten Rauchstoff. Wahrscheinlich, weil sie schon mal andere Erfahrungen gemacht haben in früheren Rauchstoffen, wo es nicht geklappt hat. Ganz kurz, wir lesen nicht mit behelligen. Wir haben ein multivariables logistisches Regressionsmodell gerechnet mit Tabakabstinenz als abhängige Variable, also Nichtraucher versus Raucher zum Zeitpunkt der Befragung. Die unabhängige Variable war die Rauchstoffmethode, also die 3 Vergleiche, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und wir haben eine ganze Reihe von Störvariablen ins Modell aufgenommen. Das sagt ich gerade so schon, weil die Gruppen sich unterscheiden, muss man das berücksichtigen in den Analysen. Also Alter, Geschlecht, Einkommen, alles, was Sie hier stehen, sehen und die 2 Faktoren, die ich gerade gezeigt habe, wo sich die Gruppen dort unterscheiden, auch den Grad der Tabakabhängigkeit, also die Häufigkeit des Verlangens zu rauchen und die Stärke des Verlangens zu rauchen. Um dafür zu adjustieren, also die Gruppen vergleichbarer zu machen, sodass im Grunde genommen nur die unabhängige Variable, die Rauchstoffmethode, entscheidend dafür ist, wie die Abhängigkeit, also die abhängige Variable sich verhält, also die Tabakabstinenz. Und hier sehen Sie die Ergebnisse der Primäranalyse, also hier gelb markiert der Vergleich E-Zigarette mit und oder ohne Nikotin gegenüber dem unassistierten Rauchstoff. Und dort sehen wir eine Odds-Ratio von 1,78. Sie sehen das Konfidenzintervall, das läuft von 1,09 bis 2,92, statistisch signifikant. Also fast eine Verdopplung des Erfolgs bei den Personen, die eine E-Zigarette mit und oder ohne Nikotin verwendet haben, gegenüber denen, die einen unassistierten Rauchstoffversuch unternommen haben. Der nächste Vergleich, also die E-Zigarette mit und oder Nikotin gegenüber der Nikotinersatztherapie, eine Odds-Ratio von 1,46, sieht nach einer leichten Überlegenheit aus, so wie wir es im Cochrane Review auch gesehen haben, aber Sie sehen, das Konfidenzintervall ist viel breiter. Das liegt daran wahrscheinlich, dass die Fallzahl viel kleiner ist, vor allen Dingen in der Nikotinersatzgruppe, nur 159 Personen, und das ist kein statistisch signifikanter Unterschied in dieser Analyse. Zu der ersten Sekundäranalyse, also hier aufgesplittet, E-Zigaretten mit Nikotin, obere Reihe, E-Zigaretten ohne Nikotin, untere Reihe. Und da sehen wir also einen deutlichen Unterschied. Also die E-Zigarette mit Nikotin ist viel effektiver. Da sehen wir mehr als eine Verdopplung der Tabakabstinenz, eine Odds-Ratio von 2,34, auch signifikant. Und bei der E-Zigarette ohne Nikotin sehen wir auch
einen besseren Wert 1,48, aber hier, wie vorhin auch, nicht signifikant, also eine relativ breite Streuung des Effektschatzes. Dann noch zur Sekundäranalyse 2. Wie sieht es aus mit der Langzeitnutzung der E-Zigaretten? Also 239 Personen hatten eine E-Zigarette mit und/oder Nikotin verwendet und davon hatten 109 ihren Rauchstockversuch von vor mehr als 6 Monaten angefangen. Davon waren zum Zeitpunkt der Befragung 17 abstinent und 92 waren rückfällig. Und von den 17 Abstinenten waren 11 zum Zeitpunkt der Befragung aktuelle E-ZigarettennutzerInnen. Man könnte also sagen, mehr als 2/3 haben nach über einem halben Jahr, also zwar erfolgreich aufgehört mit dem Tabakrauchen, aber nutzen immer noch die E-Zigarette nach einem halben Jahr oder bis zu einem Jahr. Länger war der Verlauf ja nicht in der Studie. Von denen, die rückfällig waren, haben wir auch welche, die E-Zigarette nutzen zum Zeitpunkt der Befragung. Das waren, Folie ist bei mir jetzt schon weitergesprungen, 22,8%, die also weiter Tabak rauchen, weil sie rückfällig geworden sind. Versuch hat nicht geklappt, aber die E-Zigarette auch weiter nutzen. Also das wären dann nach Definition sogenannte Dual-User. So, dann komme ich jetzt auch langsam zum Ende zu Limitationen der Studie. Wir haben eine Studie im Querschnittsdesign, ganz wichtig. Also wir können nicht über kausale Zusammenhänge sprechen. Wir haben Probleme mit Bias, insbesondere Confounding by Indication, das, was ich vorhin sagte, das ist Selbstselektion in verschiedene Therapieformen. Dafür haben wir allerdings versucht, soweit wie möglich zu adjustieren. Wir arbeiten mit Selbstauskünften, die auch noch retrospektiv sind. Ne? Wir fragen nach, was ist im letzten Jahr passiert, was haben Sie genutzt und so weiter. Da ist also die Gefahr des Recall Bias vorhanden. Wir haben keine detaillierten Daten zu den Produkten. Wir wissen also nicht genau, welche E-Zigarettengeräte und Liquids, einschließlich Nikotinkonzentrationen, Aromen tatsächlich zum Einsatz gekommen sind bei dem Rauchstoffversuch. Das gleiche gilt für Nikotinersatzprodukte. Welcher Typ wurde eingesetzt, welche Dosierung wissen wir leider nicht. Auch keine Daten zur Adhärenz, ne, wie wurde der Nikotinersatz, wie wurde der eingesetzt, wie viele Wochen und so weiter. Der Endpunkt, das Tabakrauchen ist nicht biochemisch validiert, ist eine Selbstauskunft und wir haben auch eine variable Länge von bis zu 12 Monaten. Es ist ja keine prospektive Kohortenstudie gewesen, auch keine Interventionsstudie, sondern retrospektiv, also wir haben eine variable Länge. Und die Stichprobe war zu klein, eigentlich um den Vergleich E-Zigaretten-Nikotinersatz lieglich, das wussten wir vorher schon statistisch, also sicher untersuchen zu können. Einige Vorteile. Wir haben hier repräsentative Daten der deutschen Bevölkerung. Wir haben eine Beobachtungszeitung von 5 Jahren. Wir sprechen über die reale Lebenswelt von Menschen, in der Rauchstoffversuche-Methoden stattfinden. Und wir haben eine etablierte wissenschaftliche Methode, um auf Populationsebene solche Daten zu analysieren, wo wir insbesondere Störvariablen gut berücksichtigt haben. Zur Diskussion, also Bevölkerungsstudie bestätigt im Grunde die Effektivität aus klinischen Studien, dass der Rauchstoffversuch mit E-Zigarette dem unassistierten Rauchstoffversuch überlegen ist, insbesondere wenn E-Zigarette Nikotin enthält. E-Zigarette gegenüber Nikotinersatz erhöht mögliche Tabakabstinenz. In dieser Studie konnte das nicht eindeutig belegt werden. Die Langzeitnutzung von E-Zigaretten im Rahmen eines Rauchstoffs, also die Mehrheit der erfolgreichen Personen nutzt E-Zigaretten weiter, aber ich würde sagen, eine Langzeitbeobachtung, weitere Studien sind hier nötig, weil es durchaus so sein können, dass am Ende Menschen dazu übergehen, das Nikotin langsam auszuschleichen und auch langfristig den E-Zigarettenkonsum beenden. Also wir müssen mal gucken, was passiert nach einem Jahr, nach 2 Jahren. Wie lange werden die Produkte noch weiter genutzt? Und was die Dual-Users anbelangt, einerseits Risiko, erhöhtes Schadenpotenzial, aber nicht zu vergessen, kann auch eine Chance sein, einen neuerlichen Rauchstoffversuch in der nächsten Zeit zu unternehmen und einen langfristigen Erfolg damit zu erzielen. Und dann habe ich, glaube ich, eine letzte Folie. Ganz wichtig, die E-Zigarette hat ein Gesundheitsrisiko. Also ich bin der Meinung, die E-Zigarette gehört nicht in die Hände von Jugendlichen und auch nicht in die Hände von NichtraucherInnen. Und mein vorsichtiges Fazit aufgrund dieser Daten und der Daten aus dem Cochrane könnte man argumentieren, dass die E-Zigarette zur Unterstützung der Tabakabstinenz unter Beachtung von und nach Aufklärung über mögliche Risiken
angeboten werden könnte, wenn andere evidenzbasierte Entwöhnungsmaßnahmen, Herr Güter sprach es ja auch schon an, für Raucher ausgeschöpft oder vom Raucher nicht gewollt sind. Und ich bin der Meinung, dass eine evidenzbasierte, verantwortungsbewusste öffentliche Aufklärung hierzu nötig wäre. Und ich glaube, ein Drittel der Zeit habe ich jetzt mit Warten verbracht. In dieser Präsentation total leid. Genau, das Studie erscheint morgen im Deutschen Ärzteblatt, wollte ich noch kurz sagen. Und die allerletzte Folie, die ich jetzt nicht mehr sehe, ist, dass ich mich noch bedanken wollte, wenn ich das noch kurz darf, bei meiner Kollegin Sabrina Cassaun, die Debois-Studie koordiniert, bei den Kollegen Jamie Brown und Sarah Jackson vom University College London, dem Bundesministerium für Gesundheit, die die Studie fördert. Und ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es tut mir leid, dass ich diese Verzögerung habe. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag und auch für die tolle Daten dieser Studie.